Dankeschön. Wiener Polizei ratlos. Danke. Ich danke. Bitte. Dankeschön. Keine Spur vom Frauenmörder. Dankeschön. Keine Spur vom Frauenmörder. Keine Spur vom Frauenmörder. Der Täter hat die Frau in einer Tiefgarage überfallen, betäubt und mit ihrem eigenen Fahrzeug weggebracht. Die Leiche wurde rund 10 Stunden nachher in einem Waldstück gefunden. Das Opfer wurde durch einen Schuss in die linke Schläfe getötet. Der Fundort ist nicht der Tatort. Außerdem soll es sich bei der Tatwaffe ja um ein eher kleinkalibriges Modell handeln, Marke derzeit nicht bekannt, weil das Projektil nicht gefunden wurde. Das heißt, wir wissen herzlich wenig. Außer, dass er mit dem Wagen des Opfers zurückgefahren ist und ihn bei einer S-Bahn-Station abgestellt hat. Ja, aber von dort kann er in alle möglichen Richtungen weitergefahren sein. Schlechte Kritiken, Freunde. Die Zeitungen prügeln uns wieder mal durch die Gegend. Na, servus da. Immer dasselbe. Ohne erkennbares Motiv. Weder im beruflichen noch im privaten Umkreis des Opfers ein Hinweis auf den Täter. Tja, das Einzige, was uns vielleicht weiterhilft, ist dieser Dominostein. 2 Punkte. Ja, aber was hat die Zahl 2 zu bedeuten? Vielleicht seine Glückszahl. Er überfällt das Opfer, hält es eine Zeit lang fest und dann ermordet er es. Dann bringt er die Frau an einen anderen Ort, setzt sie in einer bestimmten Haltung hin und legt den Dominostein dazu. Mit 2 Punkten. Der wollte, dass man sie so findet. Tja, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal alle Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen des Mordopfers zu überprüfen. Da muss es einen anderen Zusammenhang geben. Tun Sie mir nichts. Ich habe alles getan, was Sie wollten. Sein Verhalten geht weit über die normale Tötung hinaus. Was will der? Was will der mit dieser Symbolik ausdrücken? Ist ein Psychopath. Es gibt aber in der Umgebung des Opfers keinerlei Hinweis auf einen Geisteskranken. Dann müssen wir die eben in dieser Richtung überprüfen. Welche Leute gibt es in welchen Auffälligkeiten und so weiter. Rexel. Habe in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit für dich, ha? Aber es wird schon wieder.
ist denn? Da kracht's, na und? Ich doch mal keine Angst haben. Mensch, du bist doch ein Polizeihund, also schau, dass du rauskommst. Scheiße! Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, so ein Hund. Aber wenn ich Ihnen sage, was er will, will er das Gegenteil. Am besten er sucht sich selber was Er aus. hat neue Quietschpuppen bekommen. Was? Quietschtiere. Ach so. Da drüben. Ach so, die Quietschtiere. Jetzt hat er was gefunden. Moment. Was ist das? Ist das für mich? Hä? Entschuldigung. Ja? Ach, Böck, du bist's. Ja? Das habe ich befürchtet. Gut, wir kommen hin. Der Richard hat schon vermutet, dass der Täter noch einmal zuschlagen könnte. Naja, sieht ganz so aus. Servus, Richard. Ein Radfahrer hat gegen 7:30 Uhr die Leiche gefunden. Laut Dr. Graf war es derselbe Täter. Ich habe nicht gesagt derselbe Täter. Ich habe gesagt derselbe Tathergang. Servus, Richard. Servus. Derselbe Tathergang wie bei dem Opfer vor 3 Tagen. Die Frau weist ebenfalls Fesselungsspuren an Hand- und Fußgelenken auf. Nachschuss in die linke Schläfe, wiederum durch eine vermutlich kleinkalibrige Waffe. Identität? Keinerlei Papiere. Wahrscheinlich hat der Täter, wie im ersten Fall, das Auto des Opfers genommen und zur S-Bahn-Station gefahren. Die Papiere sind noch im Auto oder was weiß ich. Übrigens, das ja. Und wieder ein Dominostein. Diesmal mit 3 Punkten. Ist derselbe Täter. Ich schätze, dass die Frau seit den frühen Morgenstunden tot ist. Das sind kleine Rindenstücke und Dreck auf der Handfläche. Haben die Kollegen etwas von Schleifspuren gesagt? Nein, aber sie haben extrem tiefe Fußabdrücke gefunden. Wahrscheinlich hat er sie bis hierher getragen. Und wie kommen dann die Rindenstücke in die Hand? Na, vielleicht hat sie ein Holz in der Hand gehabt. Sag mal, wäre es möglich, dass die erste Tote auch einen Ast in der Hand gehabt hat? Sicher? Ja, aber da habe ich keine Spuren gefunden. Ja, Böck. Aber von da drüben könnte auch gekommen sein. Hey, Rex, warte ein bisschen. Wenn die Tote auch einen Ast in der Hand gehabt hat, dann ist es ein Ritual. Die Spurensicherung hat schon die Fingerabdrücke des ersten Opfers abgenommen. In 2 Stunden werden wir wissen, ob die Tote einen dieser Stücke in der Hand gehabt hat. Keine Zeit. Nicht den Stocker spielen. Der Böck muss arbeiten. Wir wissen jetzt, dass beide Opfer einen Ast in der Hand gehabt haben. Aber was ist mit den Dominosteinen? Nummeriert er seine Opfer oder was? Aber wo ist dann das erste? Der Ast im zweiten Fall war größer als der im ersten. Bitte, Rex. 2 Morde innerhalb von 3 Tagen, ein Serientäter. Ich habe mir alle Akten von Triebtätern aus dem Archiv kommen lassen.
Die werden wir halt auch alle durchschauen und überprüfen, ob da vielleicht einer in Frage kommt. Da können wir ewig suchen, bis wir den Passenden finden. Wer weiß, ob der Täter überhaupt einschlägig vorbestraft ist. Ja, sicher kann es auch einer sein, den man noch nicht erwischt hat. Schließlich gibt es einige unaufgeklärte Frauenmorde aus den letzten Jahren. Aber was soll man sonst machen? Wir haben keine Zeit für langwierige Untersuchungen. Wenn der im selben Rhythmus weitermacht, dann haben wir bald den nächsten Mord hier. Wir müssen den erwischen, verdammt, und zwar bevor was passiert. Ja, wie denn? Indem wir nicht hunderten Verdächtigen nachrennen, sondern den Täterkreis einengen. Welche Art von Psychopath ist das? Was bedeutet der Arzt in der Hand der Toten und so weiter? Wir sind aber keine Psychologen. Eben, deswegen haben wir die Fachleute. Ruf in der Kriminalpsychologie an und sag, es soll jemand vorbeischicken. Bin beim Graf! Höllerer, hast du die Telefonnummer vom Kriminalpsychologischen Dienst? Bin schon dabei. Wie im ersten Fall liegen auch im zweiten keinerlei Spuren eines sexuellen Missbrauchs vor. Also kein Triebtäter. Möglich. Aber im zweiten Fall kann ich dir eine Spur anbieten. Bei der ersten Ermordeten ging das Projektil durch den Schädelknochen durch und war nicht mehr aufzufinden. Aber hier haben wir es mit einem Steckschuss zu tun und ich habe das Projektil gefunden. Kaliber 38. Danke, Leo. Ja, Richard, was hältst du denn jetzt von der Sache? Der ist ein Verrückter, was denn sonst? Meiner Erfahrung nach handelt es sich beim Täter möglicherweise um eine Borderline-Persönlichkeit. Das heißt, er bewegt sich an der Grenze zwischen Neurose und Psychose. Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich Sie gerade im Gespräch gestört habe. Ich bin Magister Neuhold vom Kriminalpsychologischen Dienst. Ach so, das ist Dr. Graf? Von der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Moser. Wie kommen Sie auf Borderline? Wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit solchen Fällen. Außerdem hat mir Ihr Herr Böck am Telefon schon einen kurzen Bericht gegeben. Ja, dann wissen Sie ja, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Kommen Sie. Auf Wiedersehen! Sie haben recht. Der Mann hat innerhalb kurzer Zeit 2 Morde begangen. Das heißt, er kann nicht mehr aufhören. Aber der muss doch irgendwem auffallen. Eben nicht. Ich weiß noch nicht viel über die beiden Fälle, aber es handelt sich um einen intelligenten, sehr planvoll vorgehenden Täter. Ist er geisteskrank? Nicht nach außen hin. Wieso? Er wirkt wahrscheinlich ziemlich unauffällig und lebt angepasst. Er hat der zweiten Toten einen noch größeren Ast in die Hand gegeben, daher. Was mit dem Dominostein? Dominosteine können Verschiedenes bedeuten. Spiel, Gesetz der Serie. Was ist das für ein Mensch, für eine Persönlichkeit? Etwa 30 bis 40 Jahre alt. Was denn? Und Sie können uns jetzt schon Auskunft geben, wie der Mann lebt? Er hat beide Morde nachts verursacht. Das heißt, er ist Regelmäßigkeiten unterworfen. Tagsüber ist einer gewissen Kontrolle, vielleicht auch Arbeitstätigkeit ausgesetzt. Er lebt allein, ist Junggeselle oder geschieden. Ja, sind das jetzt Vermutungen oder Tatsachen? Tatsachen. Viele dieser Täter verhalten sich zwar unauffällig, sind aber trotzdem ziemlich schwierig. Auf die Dauer hält es niemand mit ihnen aus. Können Sie uns vielleicht noch was sagen, was uns bei den Ermittlungen weiterhilft? Ich muss mal kurz in meiner Praxis anrufen. Natürlich. Und einige Termine für die nächsten Tage verschieben. Arbeiten Sie nur nebenberuflich für uns? Mich kann sich der Staat leider nicht leisten. Ja, die nächsten Termine machen wir dann telefonisch aus. Dankeschön, danke. Bis dann. Außerdem glaube ich, dass es in der Jugend des Täters bereits Auffälligkeiten gegeben hat, wie Diebstähle oder Brandstiftung. Ja, aber was hat Brandstifter mit Frauenmord zu tun? Nicht jetzt. Brandstifter haben nur eine geringe Kontrolle über ihre Impulse. Sie neigen zum vermehrten Ausagieren, ähnlich wie Mörder. Was trifft sonst noch auf unseren Täter zu? Danke, Rex. Ziemlich sicher hat er einen Konflikt mit jemandem. Er vermeidet aber die Auseinandersetzung. Er sucht sich also ein Ersatzobjekt, an dem er dann seine Aggressionen auslebt. Das hieß, er hat die Frauen stellvertretend für jemand anderen umgebracht. Ja, davon kann man ausgehen. Er ist nicht in der Lage, Konflikte auf normale Weise zu lösen. Er löst sie gewissermaßen auf Umwegen.
Wie genau treffen Täterprofile zu? Erfahrungsgemäß zu 97%. Und worauf stützt sich diese Prozentzahl? Auf Statistiken. Man weiß, dass diese Täter einander sehr ähnlich sind. Der Rexelein! Was ist los mit dir? Du musst ganz allein am Gang frühstücken heute. He? Komm, was hat sie gegeben? Nur ja, Wurstsemmel. Endlich eine Abwechslung. Eine hast du übergelassen, das ist sehr brav von dir. Komm. Servus, die Herren. Oh, der Max. Oh, eine Dame in unseren Räumen, das habe ich nicht erwartet. Ja. Also, das ist der Max Koch, Ex-Kriminalbeamter in Unruhe. Und das ist Frau Magister Neuhold von der Kriminalpsychologie. Sehr erfreut, wirklich sehr, sehr erfreut. Ja. Ja. Mit den Frauenmorden. Seid ihr weitergekommen? Leider noch nicht viel. Wo ist denn mein Semmel? Sagt man Semmel, ich habe eine rausgenommen und die esse ich gerade. Sonst gar nichts drin. Und wo sind die anderen 3? Also, Herrschaften, lasst euch nicht stören. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, der Täter geht wenig Risiko ein. Die Verwendung der Fahrzeuge seiner Opfer ist ein Teil seines Plans. Er wirkt normal, leidet aber unter einem starken Konflikt oder Wahnvorstellungen. Möglicherweise ist er früher schon mal in psychiatrischer Behandlung gewesen. Das ist beachtlich. Gibt es irgendein Detail, das uns den Täterkreis einengen könnte? Naja, die Dominosteine. Es fehlt die Nummer 1. Das könnte bedeuten, dass er früher vielleicht schon mal einen Mord begangen hat. Meine Herren, ich muss wirklich gehen. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Wiederschauen. 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 Und wie gesagt, sehr beachtlich. War es das Täterprofil? Auch. Apropos Täterprofil. Ich glaube, ich habe da 2 Personen gefunden, auf die alles ziemlich genau zutrifft. Schaut euch das einmal an. Sehr gut. So, Berg, halbe. Danke. Also, was haben wir da? Georg Veit, 10 Jahre Gefängnis wegen Mord. Vor 2 Jahren entlassen, hat sein Opfer mit einem Revolver erschossen. Paul Sänger hat seine Freundin ermordet und anschließend in einen Wald gebracht, war dafür im Gefängnis, hat vorgegeben, unter Wahnvorstellungen zu leiden. Und was ermittle ich, bitte? Du? Ich habe die Kaminsitzer zu Hause und du ermittelst, ob die arbeiten oder im Wirtshaus sitzen. Hm? Ich bin aber wegen der Morde da. Ach so. Moser Kriminalpolizei, kann ich mit dem Herrn Veit reden? Kommen Sie doch rein. Keine Angst, die Frau auf den Fotos lebt noch. Da bin ich aber beruhigt. Sie hat Ihnen eben die Tür geöffnet. Sie haben einen besonderen Geschmack. Danke. Nun, ich habe gemordet, ich war im Gefängnis dafür und jetzt mache ich das Beste daraus. Dann werden Sie mir sicher erzählen können, wo Sie die letzten Tage waren. Sicher. Ich habe mir übrigens schon gedacht, dass Sie bei mir auftauchen werden. Die Medien sind ja voll mit diesen beiden Morden. Setzen wir uns doch erst einmal. Ihr Mord vor 10 Jahren, der war den jetzigen sehr ähnlich in seiner Art. Ich bringe jetzt niemand mehr um. Ich lebe meine Fantasien in meinen Romanen aus. Nicht nur. Sie trinken Tee mit mir? Gerne. Sie wollte damit andeuten, dass es mit mir eben nie langweilig wird. Die alte Frage. Sind die Normalen verrückt oder die Verrückten die Normalen? Ja. Wo waren Sie denn vorgestern und heute Nacht? Wir waren mit meinem Verleger in Hamburg.
Wir sind heute früh erst zurückgekommen. Ich kann das bezeugen. Na dann. Herr Sänger? Leise, wir sind auf einem Friedhof. Verzeihung. Herr Sänger? Ja. Was wollen Sie von mir? Böck. Ihre Nachbarin hat mir erzählt, dass Sie wahrscheinlich hier anzutreffen sind. Angeblich besuchen Sie regelmäßig das Grab Ihrer Freundin. Wie das Mörder eben so tun, ne? Ja, es gibt Mörder, die zum Tatort zurückkehren, andere gehen auf die Beerdigung, aber es gibt kaum welche, die regelmäßig ein Grab besuchen. Ich habe Brigitte nicht umgebracht. Wie Sie laut Ihrer Akte auch bis zuletzt geleugnet haben. Trotzdem sind Sie rechtskräftig verurteilt worden und dafür im Gefängnis gewesen. Ich habe sie nicht umgebracht. Es war ihr eifersüchtiger Ex-Freund. Ich habe sie tot gefunden und die Leiche im Wald versteckt, weil ich Angst hatte, dass man mir das in die Schuhe schiebt. Warum eigentlich? Wir hatten an dem Tag Streit und, wie Sie sicher wissen, bin ich vorbestraft wegen Körperverletzung. Ja, ich habe jahrelang im Gefängnis gesessen und er läuft immer noch frei rum. Wie war das mit den Wahnvorstellungen? Die habe ich vorgetäuscht. Ich war ziemlich fertig damals und habe alles versucht, um aus dem Gefängnis in die Nervenheilanstalt zu kommen, aber hat mir nicht viel genützt. Sie haben damals die Leiche Ihrer Freundin in den Wald gebracht und ihr eine Blume in die Hand gegeben. Wir haben jetzt 2 Fälle, wo der Täter ähnlich vorgegangen ist. Jetzt muss ich Sie fragen, wo Sie die letzten 2 Nächte verbracht haben. Bei uns, im Wohnheim. Herr Sänger ist vor 14 Tagen bei uns eingezogen, weil er Beistand braucht. Und das Heim wird um 21 Uhr geschlossen. Ja, aber... Ich würde Sie bitten, Herrn Sänger jetzt in Frieden zu lassen. Er hat schon genug gelitten. Sie haben doch das interessante Buch geschrieben mit dem vielversprechenden Titel Lust am Töten. Genau. Ja, das Buch hat sich lange in den Bestsellerlisten gehalten. Mein Gott, das Thema fasziniert die Leute eben. Mhm. Um was geht's darin? Um einen Mörder? Einen Serienmörder, der seine Taten aus purer Lust am Töten begeht. Ein Mann, der tut, was er will und der nichts bereut. Eine dissoziale Persönlichkeit, deren Aggressionsverhalten auf auf eine Bindungsangst zurückzuführen ist. Kompliment, Sie haben sich sachkundig gemacht. Na, ich habe nur am Umschlag hinten nachgeschaut. Ja, das habe ich mir gedacht. Der Typ, den Herr Veit in seinem Buch beschreibt, hat aber auch etwas Erotisches an sich. Wenn er es überlebt. Ich nehme an, Sie bereuen ja nicht, jemand umgebracht zu haben. Ach, schauen Sie, Reue. Wem nutzt die Reue? Das Opfer bleibt trotzdem tot und dem Täter verdirbt es die Erinnerung. Lesen Sie mein Buch, dann wissen Sie mehr darüber. Eine Widmung brauchen Sie mir keine geben. Guten Abend, Richard. Also die 2, die ich da heute überprüft habe, das sind schon sehr merkwürdige Typen. Beim ersten, da hat der alte Vater ständig alle Fragen für ihn beantwortet. Und der zweite, der wollte mir immer irgendwelche Fotoalben zeigen. Ganz komisch. Sag einmal, hörst du mir da überhaupt zu? Was? Ah, Entschuldigung, ich lese gerade das Buch von dem Veit. Das ist die reinste Anleitung für künftige Serienmörder. Da wissen Sie gleich, wie Sie es am besten machen sollen. So Wahnsinn. Also, was ich sagen wollte, der zweite, bei dem ich war. Interessiert's die wenigstens, was ich heute alles erlebt habe? Auch nicht, na gut. Sag einmal, was hat er denn jetzt? Der hört den Böck kommen. Und was wird das, wenn's fertig ist? Das wirst du gleich sehen. Das ist schon das 2. Mal in der Woche. Das wird nicht das letzte Mal sein. Rex, das verlangt die Höchststrafe. Das ist ja wohl klar, oder? Gelderschaust. Ich hoffe, das wird dir eine Lehre sein, ja? Und was gibt's sonst noch Neues?
Was Neues gibt, das werde ich dir gleich sagen. Ich habe in mühevollster Kleinarbeit den Verleger dieses Dichters ausfindig gemacht. Und der hat bestätigt, dass der zu den Tatzeiten in Hamburg war. Das habe ich gemacht. Das ist alles so. Ich gehe schwimmen. Schenke ich dir. Was machen Sie hier? Ihr Kollege Höllerer hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Richard, wir machen jetzt Schluss. Gut, wir bleiben noch ein bisschen hier. Bring deinen Schlüssel runter, ja? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob es was Neues gibt. Ja. Ich habe gedacht, dass ich Sie um die Zeit noch im Büro antreffen würde. Ja, normal schon. Aber leider, es gibt's auch nicht viel. Aber das hätte ich Ihnen telefonisch auch sagen können. Das stimmt. Wollen Sie was trinken? Ja, gern. Also war ich bei dem Fight, bei dem Dichter, Lust am Töten. Der käme zwar als Täter in Frage, aber der hat ein Alibi. Das ist ein Wahnsinn. Das macht er fertig, der verdient nachher Schweinegeld damit. Naja, zum Glück passieren ja solche Morde bei uns hier nicht allzu häufig. Ja, aber Sie haben doch auch ständig damit zu tun. Wie halten Sie das aus? Manchmal geht's mir da so wie Ihnen. Und was tun Sie dann? Ich würde ganz gern mit jemandem drüber reden. Aber da gibt's niemanden. Ja, mit ihm ist es auch ein bisschen schwierig. Sie wissen ja, wenn man zu lange in das Antlitz der Bestie schaut, dann schaut sie irgendwann mal zurück. Aber man darf bei dieser Arbeit nie vergessen, dass das Leben auch sehr angenehme Seiten haben kann. Ist das ein psychologischer Rat? Privat. Ich habe das Gefühl, wir werden von jemandem beobachtet. Hm? Sofort in dein Zimmer. Hat sie Sie beleidigt? Er mag dich eben auch. Er scheint aber eifersüchtig zu sein. Nicht mehr lange. Du überleg dir mal eine Entschuldigung für heute Nacht. Wie geht's euch? Er scheint heute nicht gut drauf zu sein. Und du? Mir geht's gut. Ich zieh mich an. Schade eigentlich. Das ist der Kavalier, was? Ja. Frühstück ist fertig. Schau, süß, hm? Mir geht der Feind nicht aus dem Kopf. Wenn ich nicht wüsste, dass der ein Alibi hat. Ich habe sein Buch gelesen, er lügt. Nein, danke. Ich kenne den Fall. Sein Buch ist zum größten Teil autobiografisch, aber seine wahren Motive, die verschleiert er. Verschleiert?
Tötet er nicht aus Lust? Nein. In Wahrheit hat er seine Opfer stellvertretend für seine Mutter umgebracht. Er hasst sie, seitdem sie ihn als Kind in ein Heim gesteckt hat. Warum hat er dann nicht seine Mutter umgebracht? Dazu hat ihm der Mut gefehlt. Hat er sich ihm ein Ersatzobjekt gesucht. Könnte das auch auf unseren Täter zutreffen? Ist durchaus möglich. Sei mal ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ermordet in vertrauter Umgebung. Guten Tag, die Herren. Na, Herr Meier, haben Sie immer noch so böse Träume? Nein, Herr Doktor, mit dem neuen Medikament geht's besser. Das hört man gerne, Herr Meier. Ihre Bilder waren auch schon einmal fröhlicher, Herr Hauff. Geht es Ihnen nicht gut? Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ich male, was ich will. Aber ein schwarzer Himmel hat für die meisten Menschen etwas Bedrohliches an sich. Es ist mir egal, was andere Menschen denken. Jetzt sind Sie schon seit 10 Jahren in der geschlossenen Abteilung. Wenn Sie hier rauskommen wollen, dann sollten Sie sich für andere Menschen interessieren. Wer sagt, dass ich hier rauskommen will? Das ist doch sehr schön hier. Entschuldigen Sie, sind Sie von hier? Kennen Sie sich hier in der Gegend aus? Was suchen Sie denn? Ich suche jemanden, der hier in der Gegend wohnt und sich ein bisschen auskennt. Es tut mir leid, ich wohne noch nicht sehr lange hier. Aber da müssten Sie die Frau Schuster fragen. Wer ist die Frau Schuster? Die weiß so ziemlich über alles Bescheid. Die ist vorhin gerade aus dem Haus gekommen. Die wird jetzt in ihrem Antiquitätengeschäft sein. Das ist da gleich um die Ecke. Wiedersehen. Vielen Dank. Ja. Rex, komm. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Mein Hund heißt auch Rex. Na komm, komm, komm. Herr Hauff, bitte in den Besucherraum. Herr Hauff, in den Besucherraum, bitte. Herr Hauff, bitte in den Besucherraum. Später noch mal vorbeikommen. Komm.
Zimmer 2. Herr Dr. Nahler, bitte Klappe 413 rufen. Herr Dr. Nahler, bitte Klappe 413 rufen. Setz dich. Du hast einen Fleck am Hemd. Hast du wieder gemalt? Ja, Mutter. Und was hast du wieder gemalt? Blumen, Mutter? Lüg nicht. Dein Arzt hat mir gesagt, dass du jetzt hauptsächlich unser Haus malst. Aber ich bin schließlich aufgewachsen. Aber du malst die Bilder schwarz an. Ich habe wieder so böse Erinnerungen. Dir hat mein Vater gefehlt. Deshalb habe ich dich so streng erziehen müssen. Bemühe dich, sonst kommst du ja nicht heraus. Aber warum kann ich denn nicht hier bleiben, Mutter? Ich will, dass du wieder zu mir kommst. Ich will nicht allein sein. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich weiß schon, was für dich gut ist. Ich habe das Gefühl, der Täter hat was mit der Gegend hier zu tun. Aber der wird doch nicht so unvorsichtig sein. Oder er will auf was hinweisen. Ich hab schon verstanden, Richard. Wir sollen uns dort in der Gegend umschauen, nicht? Ja, warte, schreiben wir das auf. Wie? Schuster, alte Kunst. Wo fährst du hin? Gut, ich kümmere mich drum. Servus. Was gibt's? Ach, der Richard muss zur Waffentechnik und ich soll zu einem Antiquitätengeschäft eine gewisse Frau Schuster befragen. Kann ja hinfahren, wenn du keine Lust hast. Ich mein, das ewige Blättern in den Akten ist mir sowieso zu staubig. Ich verstehe nicht. Seit ich mit dem Arzt darüber rede, dass du ja endlich wieder herauskommst, ist alles viel schlechter geworden. Ich kann doch nichts dafür. Das sagst du immer. Aber so kann man nicht leben. Ich kann nicht anders, Mutter. Manchmal habe ich das Gefühl, du willst hier gar nicht heraus. Aufgrund dessen, dass es sich um ein Bleigeschoss handelt, nehmen wir an, dass der Täter eine ältere Waffe verwendet hat. So 30er bis 40er Jahre. Kann man was über die Marke sagen? Ich habe hier aus dieser Zeit einige. Es könnte diese sein. Oder diese. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben ein paar schöne alte Gläser. Meine besten Stücke sind in dieser Vitrine hier. Aha. Schön. Sehr schön, dieser Freundschaftspokal. Farbloses Glas, herausgeschliffene Medaillons mit blauer Lasur, facettierter Schaft. Ich denke, das ist Böhmen. 19. Jahrhundert. Richtig. Sie kennen sich aber sehr gut aus. Sammeln Sie alte Gläser? Leider. Mein ganzes erspartes Geld habe ich in diese gläsernen Kostbarkeiten investiert. Ich habe sogar einen echten Kotgasser, 1820. Also, falls Sie den einmal verkaufen sollten, dann wäre ich sehr interessiert. Ich glaube nicht. Ich bin ein echter Sammler. Aber vielleicht kommen wir anders ins Geschäft. Ich habe mir hier in der Gegend eine Wohnung gekauft. Ich brauche vielleicht ein paar alte Möbel. Ja, sehen Sie sich nur in Ruhe um. Wenn Sie mehrere Stücke kaufen sollten, dann können wir natürlich über den Preis reden. Ja, das werden wir ganz bestimmt. Ich habe bis jetzt immer am anderen Ende von der Stadt gewohnt. Wie ist denn da in der Gegend? Ja, das ist eine ruhige Gegend. Gut bürgerliches Publikum. Das ist beruhigend. Ich habe nämlich in der Zeitung gelesen von diesen Frauenmorden, dass man die Opfer alle hier gefunden hat. Wusste ich gar nicht. Ja, ist in der Zeitung gestanden. Ja, ich höre Radio. Da haben Sie nicht gesagt, wo man die toten Frauen gefunden hat. Mhm. Wüssten Sie jemand, dem Sie hier in der Gegend einen Mord zutrauen würden? Nein. Wie kommen Sie darauf? Ja, so halt, wenn man da hierher zieht, das macht dann schon ein bisschen nervös. Hm?
Ich habe den Bereich der Fesselung genau untersucht und dabei Faserspuren festgestellt. Die Fasern stammen eindeutig von Mullbinden. Die Opfer waren also an Händen und Füßen mit Mullbinden gefesselt. Ja, entweder verwendet er sie aus rituellen Gründen, oder dann hätte er sie am Opfer gelassen. Oder er hat mit Mullbinden zu tun. Arbeitet im medizinischen Bereich. Naja, da gibt's Tausende. Und wie weit seid ihr jetzt? Wir? Wir arbeiten daran. Naja, da kann man nichts machen, Kollege. Jedenfalls danke und gute Nacht. Richard? Richard! Ja. Richard, bitte geh nach Hause. Wir zwei halten die Stellung. Außerdem, inzwischen observieren Dutzende Zivilstreifen die Tiefgaragen, Parkplätze und sonstige in Frage kommende Orte in ganz Wien und Umgebung. Abgesehen von den Funkstreifen und der halben Verkehrspolizei. Mehr kann man wirklich nicht tun. Musa, geh schlafen. Gut. Geh ins Haus. Jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Das tut mir leid, es war wirklich nicht meine Absicht. Aber ich bin trotzdem sehr erschrocken. Naja, ist kein Wunder, die Zeitungen sind ja voll mit Berichten über diese Frauenmorde. Ja. Wissen Sie, es geht mich ja nichts an, aber Sie sollten wirklich nicht allein durch so eine dunkle Straße laufen. Ach, keine Sorge, mein Auto steht gleich in der Ecke. Also wenn Sie wollen, dann bringe ich Sie hin. Aber nein, das ist kein Thema. Ich wohne hier. Ich muss ohnehin in die Richtung. Also schön. Vielen Dank, das ist ja nett. Gerne. Vielen Dank für die nette Begleitung. Ich habe zu danken. Sag, dass du gern mitgekommen bist. Was wollen Sie von mir? Sag, dass du gerne mitgekommen bist. Bitte lassen Sie mich gehen. Du bist gerne hierher gekommen. Nicht weinen. Womit erreichst du gar nichts bei mir, Mutter? Sie sind wahnsinnig. Wenn, dann bist du schuld dran. Du hast mich immer geschlagen. Du hast mich immer geschlagen. Ach, und jetzt sag endlich, dass du gerne mitgekommen bist, ja? Ich bin gern hierher gekommen. Das klingt nicht sehr überzeugend. Bemühe dich etwas. Ich bin gerne mitgekommen. Das klingt doch schon besser. Jetzt sag, ich werde dir nie wieder Vorschriften machen. Ich werde dir nie wieder Vorschriften machen. Lauter. Ich werde dir nie wieder Vorschriften machen. Und jetzt sag, dass es dir leid tut, was du mir angetan hast, Mutter. Ich bin nicht ihre Mutter. Du lügst. Lüg nicht! Lüg nicht! Sag, dass es dir leid tut. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich glaub dir nicht, Mutter. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ja? Gut. Jetzt sag, du kannst in der Anstalt bleiben, solange du willst. Du kannst in der Anstalt bleiben, solange du willst. Und jetzt sag, dass ich nichts Böses getan habe. Du hast nichts Böses getan. Jetzt sag, dass du mich in Wirklichkeit liebst. In Wirklichkeit liebe ich dich. Du lügst. In Wirklichkeit liebe ich dich. Du sagst, dass ich liebevoll bin. Ich liebe dich! Ich liebe dich!
glaubt deine Mutter? Du kannst nicht schlafen. Ich muss nachdenken. Mach uns einen Kaffee. Ja. Was? Gut, ich komme. Er hat's wieder getan. Mit ziemlicher Sicherheit dieselbe Tatwaffe wie in den anderen beiden Fällen. Ich habe einen Einschuss und eine Austrittswunde, aber natürlich kein Projektil. Servus, Richard. Dritte Opfer. Was ist los? Ist sie umgefallen? Oder ist da was schiefgelaufen? Möglicherweise. Die Leiche sitzt nicht. Kein Dominostein. Aber unsere Spurensicherer haben den passenden ausgefunden. Und wieder ist der Ast ein Stück größer als bei der letzten. Aber warum ist er von der üblichen Vorgangsweise abgegangen? Hä? Vielleicht hat ihn jemand überrascht, ist gestört worden. Er gelebt kann es ja nicht mehr haben. Warum nicht? Ja, ein Kopfschuss. Ach, du würdest staunen, wie viele Menschen einen Kopfschuss überlebt haben. Der fühlt sich sicher. Der beginnt Fehler zu machen. Ich bin die letzten 2 Nächte nicht nach Hause gekommen. Und was machst du bei Tag? Also deine Witze waren auch schon besser.
Na, ich laufe einigen Vorbestraften hinterher und frage sie, ob sie in letzter Zeit zufällig ein paar Frauenmorde begangen haben. Und dann darf ich auch noch in einigen Waffengeschäften nachfragen, ob die alte Revolver oder Pistolen verkaufen. Wieso eigentlich? Weil höchstwahrscheinlich alle 3 Opfer mit einer Waffe aus den 30er Jahren Kaliber 38 erschossen worden sind. Na, das ist interessant. Ich war doch in diesem Antiquitätengeschäft. Und ich habe mich dort fachkundig mit der Besitzerin unterhalten. Wieso fachkundig? Das heißt fachkundig. Ich habe natürlich vorher einige Auktionskataloge durchstudiert. Morgen, die Herren. Guten Morgen. Morgen. Der Höllerer sagt, dass die Opfer mit einer alten Waffe ermordet worden sind. Ja, es geht um einen alten Revolver aus den 30er Jahren. Das ist aber interessant. In dem Antiquitätengeschäft, wo ich war, bei der Frau Schuster, die hat auch alte Waffen. Warum sagst du mir das erst jetzt? Hat mich doch keiner danach gefragt. Wir bringen Lokalnachrichten. Heute in den frühen Morgenstunden wurde das 3. Opfer einer Mordserie gefunden, die derzeit ganz Wien in Atem hält. Eine Frau, die derzeit noch nicht identifiziert ist, wurde erschossen. Ähnlich wie in den beiden anderen Fällen wurde das Opfer... Sie wünschen? Moser, Kriminalpolizei. Ich habe gehört, dass Sie auch Waffen führen. Ja. Wir haben alte Waffen hier. Gut, ich schaue mich mal um. Suchen Sie ein bestimmtes Fabrikat? Ein Revolver. So aus den 30er Jahren. Kaliber 38. Da müsste ich nachdenken. Muss es unbedingt ein Kaliber 38 sein? Ja, es geht um einen Fall, bei dem ist eine solche Waffe verwendet worden. Ich habe so eine Waffe gehabt. Die wurde allerdings vor einem halben Jahr verkauft. An wen haben Sie sie verkauft? Das weiß ich nicht mehr. Sie wissen, dass Sie so eine Waffe nur an jemanden verkaufen dürfen, der eine Besitzkarte hat. Die Waffe war defekt, nicht schussfähig. Deshalb habe ich von dem Kunden keine Besitzkarte verlangt. Können Sie den Käufer beschreiben? Tut mir leid. Haben Sie mir eine Rechnung ausgestellt? Selbstverständlich, aber die Rechnungen aus diesem Zeitraum sind natürlich alle beim Steuerberater. Außerdem steht der Name des Kunden nicht drauf. Könnte es sein, dass der Käufer aus der Gegend hier stammt? Nein. Ich kenne alle Leute aus der Gegend. Naja, kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Tut mir leid. Wenn Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie mich an. Das wäre wichtig. Na komm, der wird nicht mehr schneller. Ja, das habe ich alles. Gibt sonst noch was? Gut, danke für die Auskunft. Ja, wiederhören. Also, Folgendes gibt's über die Frau Schuster. Sie ist von ihrem zweiten Mann geschieden. In erster Ehe war sie mit einem gewissen Heinz Hauf verheiratet. Der ist aber schon vor mehr als 25 Jahren gestorben. Aus dieser Ehe gibt's einen Sohn. Und der Schuster ist bei uns nichts drin. Schauen wir unter Hauf nach. Aber mit Doppel-F. Hauf. Clara. Da gibt's einen Hinweis auf einen Kurt Hauf. Kurt Hauf, da ist er, was? Verurteilt wegen eines Frauenmordes? Das war vor 10 Jahren. Zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig. Eingewiesen in eine geschlossene Anstalt. Möglicher Rückfalltäter. Wieso haben wir die Akte von dem nicht da? Das Archiv hat uns die Akte gar nicht geschickt, weil der als Täter nicht in Frage kommt. Wieso denn?
Er sitzt immer noch in der Anstalt. Auf. Zimmer 2. Mach die Tür zu. Warum bist du denn schon wieder da? Was ist denn? In unserer Gegend sind 3 erschossene Frauen gefunden worden. Jetzt war die Polizei bei mir und hat nach dem alten Revolver gefragt. Welcher alte Revolver? Kaliber 38. Du hast das Kind oft damit herumgespielt und versucht, mich damit zu erschrecken. Du weißt, von welchem Revolver ich rede. Setz dich. Und was hast du dem Polizisten erzählt? Dass ich die Waffe verkauft habe. Aber es stimmt nicht. Sie ist verschwunden. Warum erzählst du mir das alles, Mutter? Wenn du etwas damit zu tun hast, kommst du hier nie wieder heraus. Aber was soll ich denn damit zu tun haben? Ich bin doch hier eingesperrt. Ich weiß. Der Revolver muss da sein, Mutter. Du hast mir doch erzählt, dass du ein paar von den Waffen in die alte Truhe getan hast. Du wolltest sie reparieren lassen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber du hast recht. Ich werde heute noch einmal alles absuchen. Sein erster Mord ist mit dem zweiten identisch, kann man sagen. Damals hat man gedacht, dass ich die Frau mit dem Lineal gegen ihn verteidigen wollte. Ich bin sicher, er hatte sie erst nach dem Mord in die Hand gegeben. Die Sache mit den Dominosteinen ist ihm viel später eingefallen. Was bedeutet der erst? Das geht aus seiner Akte hervor. Der Vater ist früh verstorben und die Mutter hat ihn systematisch misshandelt. Und jetzt will er sich rächen, oder was? Ist ein bisschen komplizierter. Wenn eine männliche Identifikationsfigur fehlt, dann werden die Mütter als übermächtig und angstauslösend betrachtet. Daraus kann sich eine Neurose entwickeln. Wenn der nicht eingesperrt wäre, würde ich sagen, der war's. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er so einfach aus einer geschlossenen Anstalt rauskommt. Es hat schon mehrere gegeben, die rausspaziert sind. Einer sogar mit einem Nachschlüssel. Wir haben das Auto der Toten gefunden. Oh, guten Tag. Was gab? Wieder bei einer S-Bahn-Station, allerdings bei einer anderen. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Wenn man passt den Verdächtigen, schaut er den an, Kurt Hauf. Na, wunderbar, passt doch alles. Warum verhaften wir den nicht? Weil er sitzt. Und es gibt schweren Haftbefehl für jemanden, der eingesperrt ist. Guten Tag. Guten Tag. Dr. Kraus. Wir haben miteinander telefoniert. Das ist der Herr Moser von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Sie können mit Herrn Hauf sprechen, er ist im Aufenthaltsraum im 1. Stock. Aber regen Sie ihn nicht auf. Es geht ihm nicht sehr gut. Ist in Ordnung. Sie können sich hier ruhig umsehen. Aber ich teile Ihre Vermutung nicht, dass hier ein Patient ungesehen raus und rein kommt. Naja, wenn wir mal sehen. Herr Hauf? Ja? Ich bin Magister Neuhold. Dr. Kraus hat mir erlaubt, mit Ihnen zu reden. Ich schreibe eine Arbeit über Borderline-Patienten. Guten Tag. Dr. Kraus hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich möchte nur ein paar Dinge über Ihre Probleme erfahren. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Sie wissen doch sicher viel mehr über meine Krankheit als ich. Ich bin jederzeit bereit, etwas dazuzulernen. Such, ist ein Bett. Such. Komm. Na los, komm. Such, Rex. Such. Dr. Kraus hat mir gesagt, dass es Ihnen nicht besonders gut geht. Können Sie mir sagen, warum? Ich habe immer diesen Traum. Welchen Traum? Ich weiß nicht, ob ich drüber reden soll. Erzählen Sie mir davon, vielleicht geht's Ihnen dann besser. Ich träume, ich laufe durch einen Wald. Und weiter? Ich komme an eine Wiese. Was passiert dann?
Das sind Blumen. Ich pflücke die Blumen. Ist noch jemand auf dieser Wiese? Nein. Nein, nur ich und die Blumen. Was machen Sie mit den Blumen, die Sie gepflückt haben? Ich male sie. Was dachten Sie denn? Gar nichts. Ich wollte nur wissen, wie das Ende des Traumes ist. Es gibt viele verschiedene Träume. Na, was träumen Sie denn so? Das ist er. Das war zwar die richtige Spur. Oder muss es noch eine geben? Komm, so. Hallo, Entschuldigung. Wo endet der Lift? Ich will eigentlich gar nicht hier raus. Ich habe doch alles, was ich brauche. Mein Essen, meine Tabletten, meine Ruhe. Herr Dr. Kraus hat mir erzählt, dass Ihre Mutter Sie sehr oft besucht. Ja, meine Mutter kümmert sich sehr um mich. Mögen Sie Ihre Mutter? Natürlich, sonst würde sie mich doch nicht besuchen. Warum eigentlich wollen Sie nicht nach Haus zu Ihrer Mutter? Ich glaube, ich wäre... Ich glaube, ich wäre eine zu große Belastung für Sie. Ich bleibe lieber hier. Da muss noch was sein. Los, komm. Und such. Such. Komm, da ist nichts. Na komm, was ist? Gut so. Und so. Rechts. Bleib da. Aber wenn Sie immer hier bleiben, werden Sie nie eine Frau kennenlernen. Das ist doch kein Problem für mich. Wieso? Sie haben doch schon mal eine Freundin gehabt. Ja. Ja. Ist lange her. Was ist damals passiert? Ich möchte nicht drüber reden. Sie haben die junge Frau getötet und ihr anschließend ein Lineal in die Hand gegeben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Reden wir über das Lineal. Ist es nicht so, dass Sie damals die junge Frau stellvertretend für Ihre Mutter umgebracht haben, die sie immer wieder misshandelt hat? Ich weiß nicht. Und das Lineal ist vermutlich ein Symbol für die Misshandlungen. Sie sind gar nicht hierher gekommen, um etwas über meine Krankheit zu erfahren. Sie wollen mich aushorchen. Hör auf. Nein, ich rede nicht mehr mit Ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe.
Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Sie haben sich geirrt. Wir haben entdeckt, wie Haufe raus kann. Mit dem Speiseaufzug. Mit mir abgebrochen. Wo ist er jetzt? Besonderes. Im Aufenthaltsraum gibt's Domino-Spiele. Vielleicht hat er die Steine von dort. Warte mal. Warte mal, Alex. Das hätten die Opfer noch sehen können, wenn sie noch gelebt hätten. Ich lasse ihn sofort zu. Die Plätze der Toten gemalt. Machen Sie auf. Los, zu Fuß! Los, die Schießer, kommt's gern! Komm! Max, lass los! Lass los! Großfahrer. Weißer Chevy-Transporter. Kennzeichen 302 KT. KT! Ja, sehr gut. Frau Schuster, ich habe draußen Ihr Auto stehen sehen. Wie geht es Ihnen denn? Was machen die Geschäfte? Es geht. Bei Ihnen? Ich habe gestern noch ein Speisezimmer verkauft. Jetzt hole ich nur gerade die restlichen Sessel. Herr Riedl, auf meiner Seite ist das Dach schadhaft. Da hinten regnet es hinein. Ach, gut. Ich werde mal mit dem Dachdecker reden. Das geht nicht, dass der Barockkasten Wasserflecken bekommt wie hier. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das rasch erledigen würden. Mach ich. Wiedersehen, Frau Schuster. Wiedersehen.
Sehr unauffälliges Gerät. Na, was schaust? Schau lieber, dass uns niemand sieht. Du warst es also doch. Niemand kann es mir nachweisen. Ich bin schließlich eingesperrt. Warum hast du das gemacht? Du wolltest mich herausholen aus der Anstalt. Das war nicht recht von dir, Mutter. Draußen habe ich keine Tarnung. Ich habe vermutet, dass du es hier gemacht hast. Du warst schon als Kind ganz versessen auf diesem Keller. Ja. Ich war gern hier. Hier hatte ich keine Angst vor dir. Wahrscheinlich hast du dir damals schon diesen ganzen Wahnsinn ausgedacht. Ich wollte nur, dass du mich so behandelst wie jedes andere Kind. Du warst aber nicht wie jedes andere Kind. Niemand ist mit dir fertig geworden. Und dann habe ich mich hier versteckt. Und du hast mich gesucht. Es ist vorbei. Du musst wieder zurück in die Anstalt. Du musst mich erst finden. Such mich! Hallo! Jetzt habe ich aber genug. Komm endlich heraus! Mutter, hier bin ich. Gib den Revolver her. Du schaffst es sowieso nicht mehr, etwas anzutun. Das werden wir ja sehen. Du bist zu feig dazu. Immer musst du recht haben. 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 Seine Rechthaberei hat zu Vater ins Grab gebracht. Den Herzinfarkt hat er bekommen, weil er sich über dich so aufgeregt hat. Über dich? Über dich hat er sich aufgeregt, weil du niemanden liebst, weil du alle nur quälst. Über dich, wenn ich mich immer um dich kümmern musste. Mutter. Ich will nicht, dass man sich um mich kümmert. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Nicht einmal in der Anstalt lässt du mich in Ruhe. Immer wenn du kommst, kommandierst du mich herum. Ohne mich bist du nicht lebensfähig. Du siehst doch, wie weit ich es gebracht habe. In Wirklichkeit bist du wahnsinnig, Mutter. Ich will dich schon ein Film! Ja? Heilerer, du bist. Was gibt's? Die Frau Schuster hat sie bis jetzt noch nicht blicken lassen und der Herr Sohn leider auch noch nicht. Was ist bei dir? Nix. Gut, ich melde mich wieder, wann irgendwas sein sollte. Servus. Servus. Ja? Verkehr. Nichts Neues. Im Geschäft ist er bisher nicht aufgetaucht. Und bei dir? Die haben einen Wäscherei-LKW gefunden bei einer S-Bahn-Station. Von Hauf keine Spur. Servus, Richard. Bis später, Böck. In seiner Akte gibt es aus psychologischer Sicht keinerlei Hinweise darauf, wo er sich aufhalten könnte.
Außer seiner Mutter hat er keine Bezugspersonen. Die überwachen die Fundorte der Opfer. Ich glaube nicht, dass er dorthin zurückkehrt. Dazu ist er viel zu schlau. Er weiß, dass er gesucht wird. Wenn das alles vorbei ist, dann fahren wir beide weg. Wohin? Weit weg. Nein, ich habe Ihre Nummer im Telefonverzeichnis der Frau Schuster gefunden. Wissen Sie, wo sie sein könnte? Ah, verstehe. Vielen Dank. War Stammkunde, der hat sie schon seit Wochen nicht gesehen. Ich muss jetzt in die Praxis. Ich möchte mich vorher noch umziehen. Ich habe um 8 2 Patienten. Gut, ich mache da weiter. Tschüss. Ich bin ab 8 zu erreichen. Herr Riedel? Ich suche Frau Schuster. Ja, die, wissen Sie... Was? Sie haben sie gestern gesehen? Wann? Und wo? In Ihrem Lager? Wo ist das? Wo? Moment. Aha. Können Sie dorthin kommen? Gut. In einer halben Stunde. Aber gehen Sie nicht rein. Gut. Hier ist die Praxis von Magister Neuhold. Ich bin erst ab 8 Uhr wieder persönlich erreichbar. Sie können aber... Hallo, Hoffmann? Ich bräuchte dringend eine Fahndung. Kennzeichen W61686C. Peugeot Silber. Okay. Entschuldigen Sie die Verspätung, Motor. Grüß Sie Gott, Riedel. Ist etwas passiert? Wir suchen Frau Schuster. Das hier ist Ihr Auto. Lager 4 habe ich ihr verpachtet. Waren Sie schon drin? Nein, sollte ich ja nicht. Warten Sie. Warten Sie hier. Da drin ist niemand. Wissen Sie, wo sie sonst noch sein könnte? Keine Ahnung. Wo hat das Auto gestern gestanden?
Genau an dieser Stelle. Es sieht fast so aus, als ob sie seit gestern gar nicht weggefahren wäre. Dann ist sie vielleicht zu Fuß gegangen. Komm her. Und such. Herr Zubeck, das Auto der Schuster ist hier, im Lager Nähe Augarten. Wir schauen uns um. Danke. Ja. Und such. Rex? Wo ist denn der? Rex?
Frau Schuster. Ja, geben Sie Acht, er ist völlig unberechenbar. Geh zu ihm, Rex, los! Sag, dass du gerne hierher gekommen bist. Ich bin gerne mit Ihnen hierher gekommen, Herr Hauf. Sag du zu mir. Sei ein bisschen freundlicher. Ich bin gerne mit dir hergekommen. Sag, dass es dir Freude macht, bei mir zu sein. Es macht mir Freude, bei dir zu sein. Sag, dass ich in der Anstalt bleiben darf, solange ich will. Du darfst in der Anstalt bleiben, solange du willst. Sag, dass ich nichts Böses getan habe. Du hast nichts Böses getan. Sag das nochmal. Ich glaub dir nicht. Du hast nichts Böses getan. Und jetzt sag, dass du mich in Wirklichkeit liebst. In Wirklichkeit liebe ich dich. Richard.